Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frixtender Videotutorial zum Umbau einer Fritzbox 7530 und 5530. Dieses Tutorial richtet sich in erster Linie an Käufer der Frixtender Sets aus unserem Webshop, welcher in der Videobeschreibung verlinkt ist, aber natürlich auch an Interessenten, welche sich vor dem Kauf erst einmal über den Umbau informieren möchten. Neben den Antennen sind folgende Teile im Umbauset enthalten: die Antennenhalterung und Befestigungsklammern, je nach Set verschiedene Pigtails, zum Beispiel für den Umbau der Fritzbox 7530 3 Murata Spezial-Pigtails inklusive Murata-Werkzeug und für den Umbau der Fritzbox 5530 2 Ipex Spezial-Pigtails. Dieses Videotutorial ist auch für weitere Fritzboxen geeignet, zum Beispiel der 6850 LTE bzw. 5G und der 7510. Es können deshalb weitere Varianten an Pigtails beiliegen. Weiterhin wird ein Torx 10 Schraubendreher benötigt und es werden 2 M8 Maulschlüssel empfohlen sowie ein Kunststoffhebel. Links zu den Werkzeugen gibt es in der Videobeschreibung oder in der rechts oben aufpoppenden Box verlinkt. Der erste Teil des Tutorials zeigt den Umbau der Fritzbox 7530 als Beispiel für Modelle mit den Murata-Anschlüssen auf der Unterseite des Mainboards. Im zweiten Teil wird eine Fritzbox 5530 umgebaut, exemplarisch für Modelle mit Ipex-Buchsen auf der Oberseite. Die Seite mit der Frixtender-Gravur ist die Oberseite der Halterung. Dies ist wichtig, damit die Klammern korrekt einrasten können. Das mittlere Loch kann bei Sets mit nur 2 Antennen geschlossen sein, ist aber perforiert und die Scheibe kann für die Anbringung von 3 Pigtails leicht herausgebrochen werden. Je nach Anzahl der Pigtails wird im ersten Schritt die Scheibe aus dem mittleren Loch gedrückt. Oder auch nicht. Nun werden die Klammern aus der Umrandung gebrochen. Der halbrunde Bereich im Innern der Klammern wird aber noch nicht entfernt. Dieser dient im folgenden Arbeitsgang als Schutz für die filigrane Kabelhalterung. Die Klammern werden nun, wie gezeigt, erst locker an die Halterung gesteckt. Bitte dabei beachten, dass der Frixtender Schriftzug hier nach oben zeigt. Die Klammern rasten sonst beim nächsten Schritt nicht richtig ein. Jetzt wird die Halterung mit den Klammern auf eine feste Unterlage gestellt und nach unten gedrückt, wobei gleichzeitig die Klammern an der Unterseite angepresst werden. Die Klammern können nun von den halbrunden Teilen im Innern befreit werden. Als nächstes werden die Pigtails an der Halterung verschraubt. Vor dem Festziehen der Muttern bitte die Ausrichtung der Kabel wie im Bild gezeigt beachten. Beim Festziehen der Muttern bitte die Buchsen auf der Unterseite kontern.
Das Gehäuse der Fritzbox wird durch das Entfernen der 4 gezeigten Schrauben geöffnet. Vorne ist der Deckel noch eingerastet. Hier ist der flache Teil des Kunststoffhebels hilfreich. Nun wird das Mainboard aus dem Gehäuse genommen und der Boden umgedreht. Auf der linken Seite werden 2 der Pigtails durch den 4. oder 5. Lüftungsschlitz von links geführt. Auf der rechten Seite wird das einzelne Pigtail durch den 9. oder 10. Lüftungsschlitz gefädelt. Wer es präzise mag, hier wurde der 5. von links und 10. von rechts verwendet. Dies ist aber recht unkritisch. Der nächste Schritt ist die Anbringung der Murata-Stecker auf den entsprechenden Buchsen auf dem Mainboard. Da dies von oben schlecht sichtbar ist, zeigen wir das Aufstecken vorab einmal seitlich in der Nahaufnahme und exemplarisch am Mainboard des Fritz Repeaters 1200. Zuerst wird der Stecker mit der Kontaktfeder voran in die Buchse gesteckt, dann mit dem Murata-Werkzeug an den goldenen Kontakten links und rechts vom Federdraht auf den Kragen der Buchse gedrückt. Bei diesem Schritt kann ein leises Klicken hörbar sein, dies ist aber nicht zwingend notwendig. Danach wird mit dem Werkzeug nochmals der Adapter auf das Mainboard gedrückt, diesmal im grünen Bereich links und rechts der Feder. Nun passiert dieser Vorgang am tatsächlichen Mainboard. Als erstes wird die Schutzfolie des Klebepads entfernt, dann, wie gezeigt, die Kontaktfeder in die Mitte der Buchse gesteckt und mit dem Murata-Werkzeug zuerst am Kontakt und dann über dem Klebepad angepresst. Dieser Schritt wird für alle Buchsen wiederholt. Die Ausrichtung der Adapter sollte wie gezeigt vorgenommen werden. Das Mainboard wird jetzt wieder nach oben gedreht und zurück ins Gehäuse gesteckt, dabei die Halterung vorsichtig nach hinten ziehen, damit die Pigtails nirgends eingequetscht werden. Der Deckel wird wieder aufgesetzt und die Nase ordentlich eingerastet. Das Gehäuse wird nun mit den Schrauben wieder verschlossen. Die Pigtails werden vor dem nächsten Schritt so weit wie möglich ins Innere der Fritzbox geschoben.
Das mittlere und rechte Kabel wird dabei in den kleinen Schlitz der Klammern gedrückt, um eine ordentliche Lage zu gewährleisten. Im letzten wesentlichen Schritt werden nun die Klammern wie gezeigt an die Rückseite des Fritzbox-Gehäuses gedrückt, bis diese einrasten. Die kleinen Nasen der Halterung sollten genau im Spalt zwischen dem roten Lüftungsgitter und weißem Gehäuse sitzen. Die Pigtails können nun noch etwas ordentlicher verlegt werden. Wie eingangs erwähnt, sind diese Sets für verschiedene Fritzbox-Modelle geeignet. Hier einige Beispiele, wie die Pigtails an der Rückseite verlegt werden können, um keine Buchsen zu überdecken. Herzlichen Glückwunsch, der Umbau der 7530 ist damit abgeschlossen. Der folgende Teil des Tutorials beschreibt den Umbau der Fritzbox 5530 Cable und steht damit exemplarisch für die Mainboard-Typen mit 2 oder 3 Anschlüssen auf der Oberseite, welche wie bei dieser Version der 5530 als IPEX-Buchsen ausgeführt sein können oder auch als Murata-Anschlüsse. Der Umbau gestaltet sich bei beiden Typen identisch. Die Anbringung der Murata-Stecker wurde in diesem Video im Teil 1 bereits gezeigt. Der Umbau der 5530 wird genauso vorbereitet wie der Umbau der 7530. Nur dass anstelle der 3 Murata Pigtails 2 IPEX Standard Pigtails an der Halterung angeschraubt werden. Das mittlere Loch bleibt frei und muss auch nicht aufgebrochen werden. Der Gehäusedeckel wird ebenso entfernt wie bei der 7530 gezeigt. Um das Mainboard zu entfernen, müssen bei Modellen mit Plektrum-Antennen, wie hier auf der hinteren Seite links und rechts in Rot sichtbar, zuerst die Kabel vom Mainboard gelöst werden. Dies ist mit dem Kunststoffhebel leicht erledigt. Wir raten dringend davon ab, mit metallischen Gegenständen wie Schraubendrehern zu arbeiten. Die Plektrum-Antennen können wie gezeigt aus dem Gehäuse entnommen werden. Es spricht aber auch nichts dagegen, diese im Gerät zu belassen. Die IPEX-Stecker der Kabel sollten dann aber mit Klebeband seitlich am Gehäuse isoliert angebracht werden. Die Pigtails werden wieder durch die Lüftungsschlitze am Boden geführt, passend zu den Anschlüssen auf der Rückseite. Für die 5530 empfehlen wir jeweils den dritten Schlitz von links und rechts. Bei anderen Fritzbox-Modellen werden die Schlitze so gewählt, dass die Kabel auf der Rückseite möglichst keine Buchsen überdecken. Hier nochmals ein beispielhafter Überblick über die möglichen Kabelführungen. Das Mainboard wird nun zurück in die Gehäuseunterschale gesetzt. Jetzt werden die Pigtails von vorne über das Mainboard an den Buchsen angeschlossen. Dazu die kleinen IPEX-Anschlüsse möglichst exakt mittig über die Buchsen bringen und vorsichtig andrücken. Hier sollte ein leises Klicken hörbar sein. Beim linken Anschluss ist nun zu beachten, dass das Pigtail gut seitlich vom Loch in der Platine liegt, da hier der Gehäusedeckel verschraubt wird und das Kabel nicht gequetscht werden darf. Der restliche Zusammenbau ist nun identisch zur 7530. Deckel auflegen, Nase vorne einrasten und die Halterung hinten aufdrücken. Zuletzt kommen noch die 4 Schrauben zurück ins Gehäuse. Fertig.
Herzlichen Glückwunsch, der Umbau der Fritzbox 5530 ist damit abgeschlossen.